Musst auch du ganz häufig auf Toilette? Ein sehr häufiges Beschwerdenbild, das ich in der Praxis zu behandeln bekomme, sind Patienten mit Dranginkontinenz. In diesem Video zeige ich dir 3 Übungen, damit du deine Drangbeschwerden im Griff bekommst. Mein Name ist Wisner, ich bin Physiotherapeutin und Beckenbodenspezialistin. Wir legen los mit der ersten Übung. Und die erste Übung ist eigentlich eine Massagentechnik. Das erste, was du machen kannst, wenn du Drangbeschwerden hast, ist der Bereich über deiner Blase zu ausstreichen bzw. zu massieren. Du legst deine Hände flach direkt oberhalb von deinen Schambeinknochen und dann streichst du es nach oben aus Richtung Bauchnabel. Wichtig ist, dass du jetzt schon tief in das Gewebe reindrückst. Und du wiederholst diese Streichung so 20 Mal, langsam und mit intensiver Druck nach innen, und du schiebst die Gewebe nach oben Richtung Bauch. Nachdem du das jetzt 20 Mal gemacht hast, verschränkst du deine Hände hinten am Rücken und dann dehnst du deinen vorderen Bauchbereich. Du kommst weiter nach hinten und dann wieder vorwärts. Dehnst deinen Bauchmuskel und kommst wieder vorwärts. Versuche, wenn du diese Übung machst, dass du die Bewegung hauptsächlich von deiner Lendenwirbelsäule, von deinem Rumpf bekommst und nicht, dass du nur deine Hüfte nach vorne schiebst. Deine Hüfte bleibt stabil, deswegen sind deine Hände nach hinten und du bringst deinen Rumpf so weit wie möglich zurück. Und auch diese Bewegung wiederholst du jetzt 20 Mal. Achte darauf, dass deine Schulter schön nach hinten gehen und dass du deinen Brustkorb und deinen vorderen Rumpf so weit wie möglich nach hinten streckst. Das ist unsere erste Übung. Wie wir schon in diesem Video gelernt haben, ist der Beckenbodenmuskulatur reflexartig mit der Blasenmuskulatur verbunden. Einen zu verspannten Beckenboden kann auch dafür sorgen, dass du zu viel Drangbeschwerden hast. Wenn du weißt, wie du deinen Beckenboden entspannen kannst, wird auch dazu sorgen, dass du diesen Bereich besser wahrnehmen kannst und dadurch weniger Symptomatik hast. Für diese Übung werden wir jetzt an die Öffnung von dem Beckenboden, das heißt die Entspannung von diesem Bereich, arbeiten. Und dafür gehst du jetzt in eine halb gekniete Position. Du streckst jetzt ein Bein aus, so weit wie es für dich möglich ist. Und dann solltest du mit deinem Körper so weit wie möglich nach hinten kommen, dass du auf den Fersensitz gehst. Versuche dabei, wenn du runterzukommst, darauf achten, dass du dein Becken, den unteren Anteil von dem Beckenboden, der wird jetzt auseinandergehen und soll sich dadurch entspannen. Am besten assoziierst du diese Übung mit deiner Atmung. Das heißt, jedes Mal, wenn du nach hinten gehst, atmest du bewusst aus. Und es würde ungefähr so aussehen. Du wirst einmal oben und dann beim Runtergehen solltest du langsam tief in deinen Bauch einatmen. Und du lehnst dein Becken so weit wie möglich nach hinten, bis du tatsächlich auf deiner Ferse sitzt. Wenn du mit deinem Oberkörper ein bisschen weiter nach vorne kommst, wirst du dafür sorgen, dass der hintere Bereich von dem Beckenboden besonders gedehnt wird. Und dann kommst du hoch und atmest aus. Bei dieser Übung geht es nicht darum, dass du viele Wiederholungen machst oder dass du dich schnell hinter dir bringst. Viel wichtiger ist, dass du dir Zeit gibst, dass der Beckenboden sich entspannt, dass du spürst, dass du, wenn du mit deinem Becken nach unten gehst, dass die Muskulatur langsam gedehnt wird
Und mit der Verbindung von der Atmung und die Beweglichkeit wird der Blasenmuskulatur anderes angeregt und dadurch sollen die Beschwerden auch weniger werden. Bei dieser Übung geht es nicht darum, dass du viele Wiederholungen machst. Es geht um die Zeit. Probier das, dass du diese Übung pro Seite mindestens 1 Minute lang machst. Und idealerweise würdest du dann halt weniger Atemzüge in jeder Minute reinbekommen. Du solltest langsam und kontinuierlich atmen, ohne dass du deine Atmung total anhältst. 1 Minute pro Seite, 2-mal. Und für die letzte Übung legst du dich jetzt einmal auf den Rücken. Wenn du jetzt einmal auf den Rücken bist, bringst du deine beiden Knie zu dir ran und erstmal in dieser Haltung einfach 3 Atemzüge ganz entspannt. Einatmen in den Beckenboden, im Bauch, einatmen und entspannen. Ausatmen und Beckenboden anspannen und der Bauch wird flach. Nachdem du das jetzt 3-mal gemacht hast, lässt du deine Knie ein bisschen vorwärts und in dieser Haltung versuchst du mal die Beine getrennt voneinander einfach langsam zu kreisen. Die Bewegung soll jetzt von deinen Armen kommen und nicht von den Beinen selber. Du lässt deine Beine einfach langsam nach außen fallen und dann bringst du die wieder zusammen nach vorne. Zieh das zu dir ran, ein bisschen strecken und wieder zu dir ranbringen. Jetzt, nachdem du diese kreisende Bewegung 1 Minute lang gemacht hast, versuche mal dabei zu achten, dass du jetzt bei der 2. Minute, wenn du denn die Beine nach außen fallen lässt, da atmest du ein. Und wenn du die Beine zusammenziehen, ausatmen. Einatmen, entspannen. Ausatmen, anspannen. Auch diese Bewegung solltest du ganz langsam machen. Gib deinem Beckenboden Zeit, dass er sich entspannen kann, dass er sich voll in die Dehnung gehen kann und dann einfach wieder anspannen zu dir ran. Dieser Kombi von Entspannung und Atmenmuskulatur sorgt dafür, dass du die beste Dynamik von deinem Beckenboden und Blasen erreichen kannst. Und auch diese zweite Phase von der Übung solltest du mindestens 1 Minute lang machen. Und danach kannst du die Beine einfach zu dir reinziehen. Du entspannst deinen unteren Kreuz, lässt es auf der Matte fallen und entspannst dich. Transsymptomatik brauchen Zeit und Übung. Probier mal die Übung aus und lass mir unten in den Kommentaren, wie findest du sie? Kannst du damit etwas anfangen? Deine Erfahrung würde mich wirklich, wirklich sehr interessieren. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!